Die Käsefleischroulade ist außen knusprig, würzig, wunderbar saftig. Ich mache heute eine saftige Käsefleischroulade. Als allererstes den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Für den Käsemantel brauchen wir 200 Gramm geriebener Käse. Ich habe Edamer, Emmentaler oder Gouda geht genauso gut. 3 Eier, 3 Esslöffel Pankomehl, 1 Esslöffel frisch gehackte oder tiefgefrorene Kräuter, halben Teelöffel Salz, halben Teelöffel getrocknete italienische Kräuter und eine gute Prise schwarzen Pfeffer. Für den Käsemantel 3 Eier, mit den Gewürzen, Kräutern und dem Pankomehl kurz vermischen. Den Käse untermischen. Bis der Backofen vorheizt, kann man es wunderbar vorbereiten. Das ist die Konsistenz. Ich habe bewusst anstatt Mehl Pankomehl genommen, damit der Käsemantel dann von der Roulade etwas knuspriger wird. Perfekt. Jetzt die Käse-Eier-Masse auf einem Backblech glatt streichen. Schauen, dass es gleichmäßig verteilt ist und eine rechteckige Form hat, damit es dann beim Einrollen nichts abgeschnitten werden muss. Wirklich schauen, dass beim Käse keine großen Lücken entstehen. Und den Käsemantel kann man wunderbar vorbereiten, bis der Backofen aufheizt. Jetzt den Käsemantel im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad 10 bis 12 Minuten backen. Während der Käsemantel im Backofen backt, bereite ich die Fleischfüllung vor. Nehme ich 500 Gramm Hackfleisch, ich habe Schweinehackfleisch, eine pürierte Zwiebel mit 2 Knoblauchzehen, drei Esslöffel Pankomehl, 1 Esslöffel frisch gehackte Kräuter, halben Teelöffel Backpulver, eine gute Prise schwarzen Pfeffer und 1 Teelöffel Salz. Mit einem Ei. Das Ganze gut miteinander vermischen. Ich bereite die Füllung vor, bis der Käsemantel im Backofen backt. Der wunderbare Knoblauchduft und von der pürierten Zwiebel. Das ist jetzt die Konsistenz. Die kann man dann perfekt auf dem Käsemantel glatt streichen. So, perfekt.
So, jetzt warten wir, bis der Käsemantel gebacken ist und dann geht es weiter. So, nach 12 Minuten ist der Käsemantel vorgebacken. Jetzt den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und den heißen Käsemantel auf sauberes Küchentuch ablegen und das Backpapier abziehen. So. Das Backpapier werde ich wieder verwenden, weil die Käsefleischroulade nachher auf dem Backpapier weitere 25 Minuten bei 180 Grad gebacken wird. Jetzt die Hackfleischmasse, die ich vorher vorbereitet habe. Gleichmäßig verteilen. Man kann es natürlich auch mit den Händen machen, wie man es möchte. So. Jetzt rolle ich die Käsemasse ein, solange der Käsemantel noch warm ist. Perfekt. Jetzt die Roulade auf dem Backpapier ablegen und bei 180 Grad weitere 25 Minuten backen, bis das Hackfleisch durchgebacken ist. So, die Käsefleischroulade war jetzt 30 Minuten im Backofen. Jetzt lasse ich sie 2-3 Minuten auskühlen und dann schneide ich die Roulade an. Wunderbar saftig. Eine sehr schmackhafte und würzige Käsefleischroulade. Viel Spaß beim Zubereiten und guten Appetit!